London. Das ist eine moderne, pulsierende, diverse Stadt. Ja, aber nicht überall. Mitten im Zentrum gelten an bestimmten Stellen noch Gesetze wie aus dem Mittelalter. Hier herrschen noch die alten weißen Männer in ihren Gentleman-Clubs. Frauen dürfen auch im Jahr 2023 noch immer nicht Mitglied werden. Wie würden die Leute reagieren, wenn statt Frauen bestimmte Rassen oder Religionen verboten wären? Also ich finde schon ganz lange, dass das ein Problem ist, dass wir Frauen hier in diese Clubs nicht rein dürfen. Und deswegen habe ich mich einmal aufgemacht, um herauszufinden, warum das tatsächlich im 21. Jahrhundert immer noch so ist und warum das offenbar auch niemand ändern will. Es gibt noch ganze 15 solcher Clubs hier, bei denen Frauen leider draußen bleiben müssen. In manchen dürfen wir als Gast zum Dinner mitkommen, wenn uns ein Mann einlädt. In anderen geht noch nicht mal das, wie zum Beispiel im Whites, dem allerstrengsten der Men-Only-Clubs. Das letzte Mal, als wir von hier, also von gegenüber das Whites, nur von Ferne gedreht haben, kamen sofort Sicherheitsleute, die wissen wollten, was wir hier machen. So streng sind die mit ihrer sogenannten Privacy. Ein einziges Mal aber hat es eine Frau da reingeschafft. Und das war Jessie Lou, verkleidet als Bauarbeiter, rechts im Bild. Mit abgebundenem Busen und mit dabei ihre Freundin Gemma, die in einer Kiste versteckt ihr Glück versuchen will. Während Jessie Lou versucht, unten durch den Keller reinzukommen, mit dem Vorwand, im Nachbarhaus sei ein Wasserschaden, und damit nach einigem Hin und Her auch Erfolg hat, hat Gemma weniger Glück. Den Männern vom Whites ist die Kiste irgendwie suspekt. Die Box muss draußen bleiben und so versucht Gemma es mit einem Frontal- und Überraschungsangriff, steigt aus und geht einfach durch die Tür. I don't understand why. You're not, because only gentlemen club. You're not allowed. Is this a safe space for men? Yes. Can you just spend with me a second here? Why? What do you mean why? It's none of your business. Exactly. Thank you. Hey, how do you You just do? need to use the toilet. No, well, it's we haven't got a ladies' lavatory. What if we make sure there's no one in there as she goes in? No, you can't touch me. Get off me! You're... Jessie Lou ist derweil dabei, vom Keller ins Allerheiligste vorzudringen. In den Dining Room. Die hier versammelten Gentlemen sind nicht amused. I'm actually a woman. You've allowed a woman into your premises, okay? I could be bleeding out, I could be on my period, you could be subject to all sorts of emotional outbursts. We're just here to check. I am not the Queen, okay? Do I look like the Queen? There's a vagina in the room. It's a vagina. Vagina in the room, and it's not the Queen's vagina. Yeah. You're the first woman in white. And the first woman in white that's like me, Neil Armstrong on the moon. Well, it feels like going back in time. And there she is. Hello, good What the hell? Was zur Hölle hat euch auf diese Idee gebracht? Oh my God, I'm so glad we did it. Ich war so froh hinterher, dass wir es gemacht haben. Denn so viele haben nicht den Hauch einer Ahnung, dass es sowas mitten in London noch gibt. Und wie war das da drin? It did feel like that. It was that level of sort of. Ja, so fühlt es sich an. Extrem steif und teuer. Einfach eine Welt, zu der du nicht gehörst und wo im Geheimen über dich entschieden wird. Jessie Lou zeigt mir, wo überall auf der St. James' Street diese Clubs sind. Für Nicht-Eingeweihte so gut wie unsichtbar. Das Einzige, was man sieht, sind die Fahrer mit ihren Luxuslimousinen, die an jeder Ecke auf die Herrschaften warten und diskret checken, was wir hier eigentlich machen. Wenn du solche Institutionen hast, in denen Frauen nicht einmal einen Drink nehmen dürfen, es sei denn, du bist die Queen, dann färbt das auch auf deine sonstigen Haltungen ab, sodass die Gesetze und Geschäfte, die da gemacht werden, ebenfalls möglicherweise frauenfeindlich sind. Wenn sie noch nicht mal hören wollen, was wir zu sagen haben.
Besonders krass ist das im Garrix Club. Hier treffen sich Richter und hohe Anwälte, die oft vor großen Prozessen beim Dinner ihre Deals machen. Emily Bendel hat das so geärgert, dass sie gegen das Garrix eine Petition verfasst hat, die unter anderem auch die Frau von Tony Blair unterschrieben hat. Gerade hier bei der Justiz sind persönliche Beziehungen und Networks wirklich wichtig. Die Anwälte kriegen ihre Jobs oft nur so über gute Connections. Auf ihren Druck hin wurde vor einiger Zeit vom Club zumindest eine Abstimmung zur Frauenfrage angekündigt. Ich glaube, dass wenn das Garrix eine Abstimmung machen würde, die Mitglieder das Richtige täten und Frauen zulassen würden. Aber sie machen keine Abstimmung, obwohl sie das seit 8 Jahren immer wieder versprochen haben. Aber ich denke, dass sie irgendwann nicht mehr drumherum kommen. Man spielt eben einfach auf Zeit hier. Und wir sind natürlich auch nicht ins Garrix gekommen. Unsere Interviewanfrage wurde eiskalt abgelehnt. Mit einem Trick habe ich es aber hinterher doch geschafft, in einen anderen der Men-Only-Clubs reinzukommen, weil ich doch wirklich mal wissen wollte, wovor die Männer eigentlich so große Angst haben, wenn wir Frauen da reinkommen. Ich musste mich nicht als Bauarbeiter verkleiden, denn Quentin Letts, der Theaterkritiker der Times, ist ein alter Bekannter und hat mich eingeladen. Und ich habe unser Kamerateam einfach mitgenommen. Im Bücherzimmer erklärt er mir, dass es ihm und seinen Mitstreitern hier gar nicht ums Geschäfte machen, sondern um etwas ganz anderes geht. Es erlaubt uns, über Männersachen zu sprechen und nicht zu sprechen. Männer, vor allem englische Männer, sie sprechen nicht gern. Und so können wir Männer dem hier nachgehen, ohne das ewige Gerede der Frauen. Ja, ich denke, Frauen sind anstrengend. Manchmal eine echte Qual. Wie jetzt? Ich auch? Ja, manchmal. Männer wollen Männer sein und das Leben in Ruhe genießen. Emily Bendels Versuch, das Garrix zu verklagen und ihre Petition findet er gar nicht lustig. Ich denke schon, dass sie uns verklagen wollte, zeigt, dass sie kein gutes Clubmitglied wäre. Sie wäre eine Spaßbremse und die sehen wir hier gar nicht gern. Okay, also rationale Argumente sind langweilig, fair enough. Aber sind wirklich alle Frauen, die in einen solchen Club rein wollen, langweilige Feministinnen? Und wollen überhaupt alle Feministinnen in so einen Club? Ich persönlich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen, als in einem Man-Only-Club den Männern beim Schweigen zuzusehen. Auch wenn das natürlich grundsätzlich ein absolutes Unding ist, diese Man-Only-Clubs. Vor allem dann, wenn daraus für Frauen berufliche Nachteile entstehen.